Hallo und herzlich willkommen bei Vitomalia. Ich bin Paulina, ausgebildete Kynologin und Mitbegründerin von Vitomalia. Wir starten heute in den dritten Teil von unserer Ruheserie und heute geht es um die Ursachen, warum vielleicht manche Hunde nicht so gut zur Ruhe kommen können. Also wir gehen so ein bisschen auf genetische Faktoren ein, auf Training ein, aber auch auf gesundheitliche Gründe. Viel Spaß dabei! So, bevor wir loslegen, schau auf jeden Fall mal unten nochmal nach. Da ist der Blog verlinkt zu diesem Video. Da kannst du nochmal alles ganz genau durchlesen. Gibt es auch kostenlose Downloads für dich. Wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest, auch wenn dich das Thema interessiert und du immer benachrichtigt bleiben möchtest, abonniere einmal diesen Kanal und aktiviere auch die Glocke und dann wirst du immer informiert, sobald ein neues Video online geht. Starten wir jetzt direkt mal ins Thema. Was sind so die Gründe, warum ein Hund vielleicht unruhig ist? Und was sind da so Faktoren, die mit einspielen? Gehen wir mal davon aus, dass alle Grundbedürfnisse von deinem Hund gedeckt sind. Also dein Hund hat keinen Hunger mehr, weil wir wissen ja, ne, wenn man ein bisschen hungrig ist, ist man auch ein bisschen grummig und dann kommt man auch nicht so gut zur Ruhe. Und dein Hund hat auch genug Schlaf beispielsweise oder dein Hund hat auch schon seine Bedürfnisse allgemein gestillt, also er war auch schon draußen und sonst irgendetwas, dann gibt es trotzdem noch ganz schön viele Gründe, warum dein Hund trotzdem nicht zur Ruhe kommt. Und darüber sprechen wir jetzt. Starten wir direkt einmal mit den genetischen Dispositionen, also einmal mit der Veranlagung, aber auch mit ungünstiger Entwicklung. Es ist so, dass natürlich vieles von der Erziehung abhängt, aber natürlich nicht alles. Gehen wir mal von der genetischen Disposition aus, dann nimmt diese halt Einfluss auch auf den Charakter und auf das Verhalten des Hundes. Wir sprechen hier zum einen eben das, was der Hund direkt mitkriegt, aber auch, was der Hund indirekt mitkriegt, also auch in der Aufzucht mit der Mutterhündin. So kann es zum Beispiel sein, dass der Hund schon alleine wegen der Genetik ein bisschen unruhiger ist, aber auch, weil er das Verhalten zum Beispiel von seiner Mutterhündin gelernt hat, dass die Mutterhündin ein bisschen unruhiger war und da einfach nicht eine gute Ruhe gelernt hat. Also das sind so zwei Faktoren, die mit einherspielen. Dann kommen wir ein bisschen weiter, wenn der Hund schon so wirklich im Welpenalter ist, wo es um die Sozialisierung geht, dann kann auch bei einem Welpen, aber auch schon bei einem Junghund da Einfluss genommen werden, eben indem der Züchter sich gut genug um die Welpen kümmert und denen auch viele Einflüsse zeigt, aber auch eben Ruhephasen einhält. Und generell so eine unzureichende Sozialisierung, die kann sich eben negativ auf das allgemeine Stressempfinden auswirken und deswegen ist immer so eine Kombination aus Anlage und Umwelt wichtig, damit der Hund später einmal gut zur Ruhe kommen kann. Bleiben wir jetzt bei den genetischen Faktoren, ist natürlich auch die Rasse wirklich etwas, was Einfluss darauf nimmt, inwiefern dein Hund zur Ruhe kommen kann. Du kannst natürlich jetzt nicht das Ruhebedürfnis oder allgemein das Ruhen eines wirklich so einer High-Energy-Rasse vergleichen mit einem Hund, der eher so ein bisschen träge ist, wie zum Beispiel die ganzen Molosser. Und so High-Energy-Hunde, das sind zum Beispiel sowas wie Huskies, allgemein auch Terrier, wie auch unsere Hunde, American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, aber auch Malinois, Border Collies, das sind alles Hunde, die wirklich innerhalb von kürzester Zeit aktiviert werden können. Und die wurden auch dafür gezüchtet. Also die wurden dafür gezüchtet, dass die wirklich immer einsatzbereit sind. Das ist deren Zuchtursprung, aber dementsprechend ist natürlich deren hohes Energie- oder Aktivitätslevel nimmt halt negativen Einfluss auf das Ruhebedürfnis oder das auch zur Ruhe kommen. Die sind halt super aktiv direkt, wenn sich nur irgendetwas tut und auch direkt bereit. Bei solchen Rassen muss man halt unglaublich viel an der Impulskontrolle und an der Frustrationstoleranz arbeiten und das sind halt so zwei Kernkompetenzen, die eben bei diesen energiegeladenen Rassen ja unabdingbar sind. Und da kommen wir auch eigentlich schon direkt zum dritten Punkt und das ist nämlich die fehlende Frustrationstoleranz und Impulskontrolle. Das sind so zwei Dinge, die von unseren Hunden extrem viel im Alltag abverlangt werden. Man kann das zwar trainieren, aber man muss auch wissen, dass das nicht immer generalisierbar auf den Alltag ist. Also man muss unglaublich viel einfach den Alltag nutzen, um diese beiden Kernkompetenzen beim Hund aufbauen zu können. Wir haben dazu allerdings auch schon Trainings gemacht. Du kannst einfach mal vorbeischauen und dir diese Trainings auch kostenlos downloaden. Bei Stress schüttet der Körper eben Stresshormone aus, unter anderem eben Cortisol. Und ein zu hoher Cortisolspiegel verhindert, dass dein Hund Impulsen widerstehen kann. Also kommt dein Hund nicht zur Ruhe, ist er unkonzentriert und zeigt halt weniger Selbstbeherrschung, also Impulskontrolle. Und je besser dein Hund eben Impulsen widerstehen kann, desto besser kann er auch Frust aushalten und desto besser kann er auch zur Ruhe kommen. Also es spielt alles so ein bisschen einher und muss deswegen auch unbedingt geübt werden und viel gefördert werden.
Bleiben wir beim Lernen, so ist halt auch ein Grund dafür, dass Hunde nicht zur Ruhe kommen, dass sie es vielleicht auch einfach gar nicht gelernt haben, weil Ruhe muss aktiv geübt werden. Also die wenigsten Hunde gehen von sich aus einfach hin und legen sich hin. Wer schon mal einen Welpen hatte, der wird es wissen, die toben, bis sie tot umfallen gefühlt. Und das muss halt einfach schon im Welpenalter wirklich ritualisiert werden. Also es gibt aktive Phasen, aber es gibt auch Phasen, wo der Hund einfach mal zur Ruhe kommen muss. Da muss er auch mal ein bisschen Frust aushalten. Das gehört zum Hundeleben dazu. Das gehört auch zum Leben vom Menschen dazu. Da muss einfach dieser Frust ausgehalten werden. Und da gibt es auch unterschiedliche Ruheübungen, die man machen kann. Wir werden dir jeweils 3 Übungen für innen zeigen und 3 Übungen für draußen. Die werden wir dann in den nächsten Videos dieser Serie zeigen. Jetzt ist es so, dass viele Hunde auch sehr aktiv sind und die können schlecht nur mit Ruheübungen umgehen. Und wenn man wirklich den Hund auch beschäftigen möchte, dann kann man sehr viel auf so koordinative Übungen setzen. Also sowas wie ein Stangensalat oder so Mikado, wo der Hund wirklich sehr langsam, aber konzentriert drüber steigen muss. Er muss sich auf seinen Körper konzentrieren. Man kann super Leitern oder Lattenroste oder Kartons zum Beispiel auch gerne zum Drübersteigen verwenden. Aber auch sowas wie Schnüffelspiele, also dass die Nase aktiviert wird. Aber auch gerne zum Beispiel Kauartikel. Kauartikel beruhigen, das hat einfach unterschiedliche Gründe und das wirkt einfach sehr gut auf Hunde. Und natürlich auch Schwimmen. Also Schwimmen am besten ohne Anreiz von Gegenständen. Also nicht irgendwie, dass der Hund einem Spielzeug hinterherhetzt und dann ins Wasser springt, sondern wirklich, wo es um das reine Schwimmen geht, um die Bewegung an sich. Das sind super Aktivitäten, wo man den Hund auslasten kann, aber gleichzeitig eben ja nicht irgendwie künstlich pusht. Gehen wir jetzt ein bisschen auf die Umgebung, sind auch Hintergrundstressoren ein Grund, warum manche Hunde nicht zur Ruhe kommen. Das ist ein Aspekt, der vielleicht nicht immer auffällt, aber es können ganz alltägliche Situationen sein, die den Hund irgendwie zu Stress führen. Das kann zum Beispiel eine generelle Unruhe in einer großen Familie sein, also wenn da immer so Kinder rumrennen und der Hund nicht gut damit umgehen kann, aber auch ein Mehrhundehaushalt. Also nicht jeder Hund ist auch gerne mit anderen Hunden zusammen und wenn die Hunde sich gegenseitig immer pushen, wenn sie gerade irgendwas draußen gehört haben, dann führt das immer zu so einer generellen Gruppenunruhe. Aber auch Situationen auf dem Spaziergang können Hintergrundstressoren sein oder zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, Renovierungsarbeiten hast bei dir im Haus oder draußen auf der Straße gerade irgendwas geändert wird. Das sind alles Hintergrundstressoren, die deinen Hund generell etwas unruhiger machen und sie verhindern eben, dass der Hund aktiv entspannen kann. Nicht zu unterschätzen ist auch, dass eine Futterumstellung ein Hintergrundstressor sein kann. Es gibt Hunde, die extrem sensibel auf Futterumstellungen reagieren. Deswegen auch, wenn man Futter umstellt, je nach Hund auch gerne mal ein bisschen längere Zeit lassen oder auch eben darauf achten, dass das an den Hund angepasst wird. Ein Faktor, an dem wir als Hundemensch extrem gut arbeiten können, ist die Stimmungsübertragung. Also die Stimmungsübertragung, das ist etwas, dass die Stimmung von uns, eigentlich wie das Wort das auch schon erklärt, dass die Stimmung von uns auf unseren Hund übertragen wird. Und zuständig dafür sind sogenannte Spiegelneuronen. Die wurden 1992 in Italien entdeckt zum ersten Mal und man weiß immer noch nicht so ganz genau, wie die funktionieren, aber man weiß halt schon, dass Spiegelneuronen gewährleisten, dass aufgrund von Beobachtung Handlungstendenzen entstehen. Das ist besonders sinnvoll bei so Hunden, die in einer Gruppe leben oder auch allgemein Tieren, die in Herden leben. Wenn die zum Beispiel sehen, oh, da kommt ein Angreifer, dann bewegt sich einer und rennt weg und alle rennen halt hinterher, obwohl sie den Angreifer vielleicht gar nicht gesehen haben. Das ist biologisch gesehen und auch fürs Überleben total sinnvoll und eben aber bei der Beziehung zwischen Hund und Mensch kann das auch Nachteile haben, wenn du gerade gestresst bist, du hast Probleme an der Arbeit oder irgendwelche privaten Dinge oder bist einfach mal genervt an einem Tag, dann überträgt sich das auf deinen Hund und das kann ihn eben auch parallel mit dir stressen und deswegen kann er nicht so gut zur Ruhe kommen. Da ist es immer ganz gut, wenn man sich selber ein bisschen reflektiert und vielleicht auch, wenn man trainiert mit seinem Hund und einen schlechten Tag hat, dass man das Training vielleicht mal verschiebt und sagt, okay, heute ist mal nicht so gut und man das vielleicht am nächsten Tag weitermacht. So, kommen wir jetzt zu den gesundheitlichen Faktoren. Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Gründe, warum das zur Unruhe führen kann. Aber ein sehr wichtiger Grund ist die Schilddrüsenüberfunktion. Als Amalia zum Beispiel zu uns kam, haben wir die Schilddrüse direkt testen lassen. Unsere Tierärztin hat uns direkt darauf angesprochen, weil Amalia ja auch so ein recht wuseliger Hund ist. Und wir haben das testen lassen und haben herausgefunden, okay, da ist jetzt nichts, das hat andere Gründe bei ihr. Aber die Schilddrüse ist ein recht kleines Organ mit ganz, ganz großem Einfluss auf Tier und Mensch auch tatsächlich, weil die Schilddrüse eben Hormone produziert und ja viele Vorgänge im Körper reguliert.
Folgen einer Schilddrüsenüberfunktion sind unter anderem Unruhe und Nervosität und das kann eben herausgefunden werden, indem zum Beispiel einfach ein Bluttest beim Hund gemacht wird und dann einfach die Schilddrüsenüberfunktion festgestellt werden kann oder eben abgelehnt werden kann, verworfen werden kann. Und falls das der Fall ist, kann natürlich mit dem Tierarzt dann besprochen werden, welche weitere Maßnahmen sinnvoll sind in diesem Fall. Und der letzte gesundheitliche Aspekt ist die Hyperaktivität. Das ist ein Wort, das wir recht häufig benutzen, oh, der Hund ist so hyperaktiv, aber tatsächlich ist das eine Diagnose, die festgestellt werden kann. Es ist noch nicht so differenziert oder auch nicht so eindeutig wie beim Menschen mittlerweile, da wurde noch nicht so viel erforscht beim Hund. Aber tatsächlich gibt es auch Diagnosebögen beim Hund, wo das anhand von unterschiedlichen Verhaltensweisen, wenn es um so eine Auslöseempfindlichkeit oder eine generelle Reizempfindlichkeit geht, wo das festgestellt werden kann. Solltest du den Verdacht haben, dass dein Hund vielleicht hyperaktiv ist, haben wir einige Symptome nochmal bei uns im Blog zusammengefasst und dann kannst du das nochmal durchgehen und das gegebenenfalls mit einem Tierarzt oder einer Tierärztin besprechen, die sich eben auf Verhaltenstherapie spezialisiert haben, denn da könnt ihr das nochmal ein bisschen genauer anschauen. So, das waren jetzt ganz schön viele Gründe, warum dein Hund vielleicht unruhig ist und gar nicht so leicht zur Ruhe kommen kann. An einigen Aspekten kann man natürlich sehr gut arbeiten, an anderen wiederum nicht. Und wir werden natürlich vor allem am Training arbeiten. Dazu wird es dann in den nächsten beiden Videos zu dieser Serie wirklich Trainingseinheiten für drinnen und draußen geben, dass man dem Hund so ein bisschen die Ruhe vermitteln kann. Es gibt natürlich auch weitere Faktoren, die vielleicht zur Unruhe führen, aber das sind jetzt so die Hauptfaktoren gewesen, diese 8 meist genannten Gründe, warum eben Hund eher unruhig ist. Und wenn dir das Video gefallen hat, nicht vergessen, Daumen nach oben geben, das freut uns immer riesig. Und in diesem Sinne, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Mach's gut, ciao!